Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP ZBook 15 und zwar ein G4 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass sich die Tastatur ganz einfach von oben lösen lässt. Die muss man dann hier raushebeln und kann sie dann tauschen. Und ähnlich ist es auch mit dem Display. Da muss man nur den Frontrahmen lösen und kann dann das Display tauschen, ohne die ganze Einheit abnehmen zu müssen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und dazu lässt sich noch sagen, dass die Schrauben im Gehäuse bleiben. Die lockert man also nur, die nimmt man nicht komplett raus, wie man hier sehen kann. Und ja, ich habe dafür ein Universalwerkzeugset benutzt. Das sind die gängigsten Aufsätze und auch Schrauben mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz habe ich da einen T8 genommen für die Torx-Schrauben. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man das sehr gut sehen. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt hier auf der Frontseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Der lässt sich glücklicherweise super einfach lösen. Den kann man hier hinten am Kabel ziehen und dann mit ein bisschen Rütteln einfach seitlich rausnehmen. Dann schauen wir mal, was wir hier noch sehen können. Wir haben hier die RAM-Slots. Da ist der Kartenleser und direkt drunter ist die HDD. Darüber befindet sich die SSD und hier wäre auch noch Platz für eine zweite SSD, die man nachrüsten könnte. Dann sehen wir hier die Lüfter und den Heatsink. Hier drunter ist der Grafikchip, den man bei diesem Modell auch austauschen kann. Und hier ist die CPU, die vom Heatsink gekühlt wird.
Um den RAM zu tauschen, muss man nur an den beiden Klammern hier außen ein bisschen nach außen ziehen. Die geben den RAM-Riegel frei und dann kann man den einfach herausnehmen. Und wie man hier noch sieht, sind da jeweils 2 RAM-Slots übereinander. Das heißt, insgesamt passen hier 4 Stück rein. Zum Einbauen schiebt man den einfach wieder rein und drückt ihn nach unten, bis die Klammern festsitzen. Hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man eigentlich nur die Schraube hier unten lösen. Und dann kann man die gesamte SSD einfach ein bisschen nach oben ziehen und zur Seite rausnehmen. Und hier könnte man jetzt auch noch eine zweite einbauen. Die würde dann in der umgekehrten Richtung reinkommen, mit der Schraube hier fest. Also insgesamt recht unkompliziert. Gut, die Lüfter zu tauschen ist hier zum Glück auch ziemlich einfach. Dafür muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und ja, diese Kabel, die hier lang laufen, aus der Führung herausnehmen und das Kabel, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, abziehen. Und ja, dadurch, dass die Kabel hier recht dünn sind, sollte man den am Stecker direkt fassen und dann ein bisschen hin und her wackeln und dann zieht man den nach oben raus. Dann muss man eigentlich nur noch die Schrauben lösen und schon kann man den Lüfter tauschen. Und hier kann man nochmal ganz gut die Kabel sehen, die man aus der Führung rausnehmen muss und dann auch beim Einbau wieder einfädeln. Dann wird der einfach wieder festgeschraubt und auf jeden Fall nicht vergessen, am Ende auch das Kabel wieder mit dem Mainboard zu verbinden. Und dann ist das auch erledigt. Was man hier noch sehen kann, sind 2 lose Antennen. Und die würden an ein LTE-Modul drankommen, das man hier auch noch zusätzlich einbauen könnte. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen und dann noch das Kabel hier lösen. Und ja, das kann man nicht einfach rausziehen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden, den man erst nach oben klappen muss und dann erst kann man das Kabel abziehen. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder ins Gehäuse. Da gibt es so kleine Ösen an der Seite, genau hier, und dann einfach wieder verschrauben und auch ganz wichtig natürlich am Ende nicht vergessen, das Kabel wieder mit dem Mainboard zu verbinden. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.